Hallo Leute, in diesem Video geht es um meine Erfahrung mit der Royal Enfield BR650 auf den ersten 1000 Kilometern. Ich bin mit 800 Kilometern auf der Uhr in Spessart losgefahren und mit 1200 Kilometern zurückgekommen. Wobei das Zurückkommen mehr Glück als Verstand war, da mich ein Sportsfreund beinahe abgeräumt hätte. Eigentlich genau das Thema meines letzten Videos, das ich oben rechts nochmal einblende. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Falls euch das Video gefällt und ihr an weiteren ehrlichen Motorradvideos interessiert seid, lasst bitte ein Abo da. Dauert nur eine Sekunde und kostet nichts. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Ich habe mir die BR650 von Royal Enfield im Juli gekauft. Als Ersatz für meine BMW F800 GS. Zuerst hatte ich auf die Originale Interceptor 650 geschielt. Bei einer Probefahrt fand ich die dann aber doch etwas sportlich unbequem, obwohl mir der Motor und auch die Optik sehr gut gefallen haben. Beim Händler gab es die aber nur gebraucht und da ich die BMW in Zahlung geben wollte, hat das irgendwie nicht zusammengepasst. Der Händler hat mir dann die BR650 gezeigt und mitgeteilt, dass nächste Woche eine neue in der 249 Lackierung reinkommen würde. Und dann habe ich einfach ohne Probefahrt zugeschlagen. Als sie dann da war, habe ich einige kleinere Fahrten gemacht, da ein Termin für die erste 500 Kilometer Inspektion erst in 3 Wochen frei war. Außerdem gehöre ich zu den Altmodischen, die einen Motor erst einfahren. Und bei der BR soll man die ersten 500 Kilometer nicht über 4000 Touren drehen. Das sind im 6. Gang so um die 100 km/h. Also auf der Landstraße kein großes Problem. Das Limit bis 2000 Kilometer sind dann 6000 Touren, was knapp über 130 km/h sind. Zum Einfahren habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch rechts oben. Heute schildere ich euch meine Eindrücke auf den ersten ungefähr 1000 Kilometern. Zuerst mal zum Motor. Der Motor ist eine Wucht. Ich dachte immer, der Motor der SV650 wäre der ideale Landstraßenmotor, aber der Twin der BR kommt ihm auch sehr nahe. Von der Zeitschrift Motorrad wurde er mit 51 PS und 59 Newtonmetern gemessen, also deutlich über der Werksangabe. Und jenseits der Zahlen fühlt er sich vor allem ausreichend kräftig an. Auch wenn man nur bis 6000 Umdrehungen dreht, reicht das zum Flottenritt auf der Landstraße vollkommen aus. Außerdem gibt es keine lästigen Vibrationen, obwohl sich der Motor immer lebendig und präsent anfühlt. Von mir kriegt er eine klare 1. Das Fahrwerk ist relativ klassisch, mit einer Upside-Down-Gabel vorne und 2 Stereo-Federbeinen hinten. Die Gabel arbeitet meiner Meinung nach prima, aber die Federbeine sind eher auf der harten Seite. Kleine Unebenheiten bügeln sie noch perfekt weg, aber etwas gröbere Verwerfungen geben sie ziemlich direkt ans Rückgrat weiter. Ich fahre sie auf Stufe 2 der Vorspannung, da ich etwas mehr wiege als der Durchschnittsbürger, aber irgendwie passt es doch noch nicht. Noch habe ich die Hoffnung, dass sich die Federbeine noch etwas einlaufen mit der Zeit oder ich eine passende Abstimmung finde, aber noch ist der Komfort begrenzt. Dafür aber liegt die BR auf guten Straßen aber auch sehr stabil. Die Bremsen sind vielleicht keine Top-Ware, aber für ein Fahrzeug dieser Klasse vollkommen ausreichend. Sie sind gut dosierbar und bremsen die Fuhre sicher ab. Das gleiche gilt für die indischen MRF-Reifen. Absolut in Ordnung und bisher nichts zu meckern. Zur Verarbeitung kann ich auch überhaupt nichts Negatives sagen. Das Motorrad ist wertig gemacht, mit ein paar kleinen Ausreißern, wie mit Kabelbindern am Rahmen befestigten Kabeln. Bedienelemente sind auch sehr schön gemacht, der Joystick für die Bedienung des TFT-Displays ist aber etwas fummelig und könnte größer sein. Zuerst dachte ich, 2 klassische analoge Rundinstrumente würden besser passen, aber inzwischen habe ich mich vollkommen mit dem runden TFT-Display angefreundet, weil es alle notwendigen Informationen sauber präsentiert und gut ablesbar ist. Wenn ihr in meinen oder anderen Videos das Display flackern seht, dann liegt das nur an der Kamera und den Einstellungen. In der Realität flackert hier gar nichts. Und ein praktisches Feature ist auch, dass man das Display von analog auf digital umstellen kann, um zum Beispiel die Google Maps Navigation über die Royal Enfield App anzeigen zu lassen. Die Menüs im TFT-Display hätte ich etwas anders strukturiert, und mich fragt ja keiner. Und man gewöhnt sich dran. Die BR hat rundum moderne und kräftige LED-Beleuchtung. Top! Auch der Verbrauch geht in Ordnung. Gemütlich auf der Landstraße etwa 3,7 Liter, knapp unter 4 bei flotter Gangart. Die Sitzposition ist bei meinen 1,80 Meter ideal. Man sitzt aufrecht, aber doch aktiv auf dem Motorrad. Da brauche ich nichts zu ändern.
Fahrvideos, die ihr in diesem Video seht, sind aus dem Spessart. Um mal eine Tagestour zusammenzukriegen, bin ich 2 Stunden auf den Landstraßen in den Spessart angereist, dort 4 Stunden über tolle Straßen gefahren und dann 1,5 Stunden über die Autobahn wieder nach Hause gerollt. Auf dieser Tour ist mir dann aufgefallen, dass meine rechte Lenkerarmatur etwas zu hoch steht und ich dann leichte Verspannungen im Rücken bekommen habe. Hätte ich vorsehen können, ist aber schnell angepasst. Ja, ich hatte eine super vergnügliche Tour mit der BR 650 im Spessart. Es war Samstag und gutes Wetter. Den Rest könnt ihr euch fast denken. Viele Biker unterwegs, viele ganz normal und entspannt, aber auch einige ziemlich ambitioniert unterwegs. Irgendwie bin ich auf eine beliebte Bikerstrecke gekommen, sogar stellenweise mit Zuschauern am Rand der Applauskurve. Damit habe ich überhaupt kein Problem, solange es die Jungs und Mädels im Griff haben und nicht übertreiben. Vielleicht habt ihr mein Video von letzter Woche gesehen, in dem ich euch gebeten habe, eure Oh-Scheiße-Momente in die Kommentare zu schreiben. Es gab super viele und sehr gute Kommentare. Vielen Dank dafür. Meinen größten Oh-Scheiße-Moment hatte ich an diesem Wochenende am Samstag im Spessart. Aber es ging alles so schnell, dass mir das erst im Nachhinein aufgegangen ist. Leider habe ich keine Videoaufnahmen davon. Ich war schon von der beliebten Bikerstrecke runter, an einer Hütte auf eine kleine Nebenstrecke abgebogen und zügig weitergerollt. Dann ist etwas passiert, was ich so noch nicht hatte. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kommt mir auf meiner Seite, auf der Innenseite, ein Super Naked Bike entgegengeschossen. Ich konnte gerade nur nach rechts zucken, ihr wisst ja, immer etwas Puffer lassen, und schon war er vorbei. Ich habe versucht, das mal im Bild nachzustellen, aber das gibt es nur unzureichend wieder, weil die Kurve unübersichtlich war und der Kollege ganz innen um die Ecke geschossen ist. Das Ganze war in Sekunden vorbei und er hat mich nicht erwischt. Aber addiert man im Kopf mal meine vermutliche Geschwindigkeit von 60 bis 70 km/h und seien vielleicht 80 bis 90 km/h, dann versteht man, um was es hier geht. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von um die 150 km/h bleibt kein Auge trocken, wie man früher gesagt hätte. So recht bewusst wurde mir das dann erst zu Hause. In dem Moment hatte ich nicht mal Zeit zu erschrecken. So bin ich also die Strecke weitergekurvt und habe die Sache erstmal abgehakt. Im Endeffekt hat mir das wieder gezeigt, dass man immer auf die Idioten da draußen vorbereitet sein muss. Mein Puffer und meine schnelle Reaktion haben den Crash vermieden. Wäre ich aber 10 Sekunden früher am Scheitelpunkt der Kurve gewesen, keine Ahnung, wie das ausgegangen wäre. Naja, das war's dann für heute. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare zur BR 650 oder meinem Erlebnis. Danke nochmal für eure Zeit und dass ihr meine Videos anschaut. Bis zum nächsten Video und bleibt oben. Ciao.